Hallo Leute, heute gibt es ein Sonnencreme-Battle und zwar zwischen dem Sun-Ozon Sonnenfluid und dem Sundance Sonnenfluid. Welches davon ich besser finde und welches auf meiner Haut besser performt, erfahrt ihr im Video. Okidoki, ihr wisst ja, wie es läuft. Ich sprühe mich jetzt erstmal mit meinem Gesichtswasser ein. Erstmal nur die eine Seite, dann lässt sich die Sonnencreme deutlich besser verteilen. Und auf die Seite werde ich das Sonnenfluid von Sundance auftragen. Ich habe mir hier bereits 0,5 Gramm davon abgewogen. Wie man sieht, weißelt das Sonnenfluid auf jeden Fall. Das liegt daran, dass hier Titandioxid enthalten ist. Verteilen lässt sie sich auf jeden Fall ohne Probleme. Und auf diese Seite trage ich selbstverständlich das Sonnenfluid von Sun-Ozon auf. Und auch hier werde ich erstmal meine Haut anfeuchten. Und dann können wir auch schon loslegen. Hier fühlt sich das Fluid deutlich leichter an. Also der Film auf der Haut ist auch definitiv weniger spürbar. Das merke ich jetzt schon beim Auftrag. Und ich denke, man kann auch ganz gut erkennen, dass hier kein weißer Schleier vorhanden ist. So sieht jetzt das Endergebnis aus und ich denke, dass man den Unterschied relativ deutlich erkennen kann. Auf dieser Seite ist definitiv ein weißer Schleier vorhanden, während er auf der anderen Seite nicht da ist. Und wenn ihr eine stärker pigmentierte Haut habt, dann solltet ihr das definitiv bei dem Sundance Sonnenfluid bedenken. Und da bin ich wieder mit meinem fertigen Make-up. Was die Performance angeht, gefällt mir persönlich die Sun-Ozon-Seite ein kleines bisschen besser, denn mit der Sundance-Seite hatte ich so meine Probleme, was einfach das Verteilen des Make-ups angeht. Also es ging trotzdem noch, aber es war definitiv schwieriger im Vergleich zu dem Sun-Ozon Sonnenfluid, weil einfach das Make-up bremsiger war im Zusammenspiel mit dem Sundance Sonnenfluid und das Make-up bzw. die Foundation hat sich auch so ein bisschen mehr an gewissen Stellen abgesetzt, wo die Sonnencreme sich etwas zusammengeballt hat, weswegen ich diese Seite auf jeden Fall bevorzuge, weil es deutlich einfacher war, dort Make-up aufzutragen und ich finde die Sonnencreme tatsächlich auch weniger spürbar im Vergleich zu dem Sonnenfluid von Sundance. Kommen wir jetzt zu den Inhaltsstoffen beider Sonnencremes und da muss ich sagen, dass ich dahingehend nicht sonderlich viel zu meckern habe. Beide Produkte sind mild formuliert, enthalten keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und auch keine anderweitige Parfümierung, könnten also definitiv was für Duftstoffallergiker und Allergikerinnen sein. Beide sind vegan und beide setzen auf eine sehr moderne und gut verträgliche UV-Filterkombi. In beiden ist beispielsweise der UVA-Filter DHHB enthalten. Das ist ein sehr stabiler und auch wunderbar verträglicher UV-Filter. Im Sun-Ozon Sonnenfluid ist unter anderem auch Tinosorb S drin. Das ist einer meiner absolut liebsten UV-Filter. Und bei dem Sundance Sonnenfluid ist es so, dass eben auch Titandioxid vorhanden ist. Und das ist der Grund, warum das Sundance Sonnenfluid so einen leichten weißen Schleier erzeugt. Das solltet ihr definitiv bedenken, wenn ihr darüber nachdenkt, diese Sonnencreme zu kaufen. Also der weiße Schleier ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist aber bei anorganischen UV-Filtern wie Titandioxid und Zinkoxid relativ normal und nichts, was man irgendwie negativ rausstellen sollte. Das gehört schlichtweg dazu. Beide Sonnencremes sind wasserfest, wobei das Sun-Ozon Sonnenfluid jetzt nicht auf diese typischen Filmbildner setzt, die unter anderem dazu beitragen, im Gegensatz zu dem Produkt von Sundance. Abschließend muss ich sagen, dass ich das Sun-Ozon Sonnenfluid bevorzuge, was aber definitiv nicht mit der Verträglichkeit der Produkte zusammenhängt, denn ich vertrage beide richtig gut und auch keines davon brennt bei mir in den Augen. Aber was die Performance angeht, finde ich dieses Sonnenfluid einfach deutlich besser. Ich mag auch das Hautgefühl mehr, das es erzeugt. Ich habe euch auch bereits in dem Video gesagt, dass ich so ein bisschen pingelig bin, was diese filmbildenden Eigenschaften von wasserfesten Sonnencremes angeht und hier mag ich das Hautgefühl einfach deutlich mehr im Vergleich zu dem Produkt von Sundance, weil da der Film ein bisschen mehr spürbar ist. Also das ist so mein persönliches Empfinden und dieses Sonnenfluid funktioniert einfach besser unter Make-up und es hinterlässt auch keinen weißen Schleier.
Ach so, ich wollte noch ganz kurz was zum Sundance Sensitive Sonnenfluid sagen. Und zwar gibt es von Sundance so eine Kids Sonnenmilch und die ist nicht nur ähnlich formuliert wie dieses Produkt, sondern performt auch sehr, sehr ähnlich. Also wenn ihr kein Problem mit der Aufmachung der Sundance Kids Sonnenmilch habt, dann könnt ihr euch die auf jeden Fall anschauen, weil die, glaube ich, auch deutlich günstiger ist im Vergleich zu diesem Produkt.